5 Minuten Kolorieren mit Stampin' Up! Meine persönlichen Tipps und Tricks. Heute Designerpapier. Fragst du dich natürlich, wie will man damit kolorieren? Eine schnelle Idee habe ich hier in meinem Mini-Buch mit den Ideen zum Kolorieren. Hier vorne Kolorieren mit Designerpapier. Schau mal, nochmal entspannte Momente gestempelt. Und hier siehst du mit Designerpapier koloriert. Wie geht das? Einfach. Ich stempel zuerst mein Motiv auf das Papier mit Memento. Jo, das passt. Und dann stempel ich es auf Designerpapier. Tatsache. Und zwar muss ich nicht alles aufstempeln auf jede Farbe. Jetzt hier oben dieses Stück vom T-Shirt. Und du ahnst es schon, ich brauche meine Schere. Und schneide jetzt hier wie bei Anziehpüppchen ganz einfach T-Shirt. Lass den schwarzen Rand stehen, Stempelrand. Ja. Schaue, was ist arm. Und alles, was arm ist, wird arm. So. Ja, und dann setze ich das hier drauf. Ich habe natürlich schon mal was vorbereitet. Die Hose habe ich auf das Blaue gestempelt und genauso ausgeschnitten. Und setze das hier drauf. Und jetzt nehme ich einfach nur noch meinen Kleber und klebe das mal ein bisschen locker auf. Klebstoff teilen. Und dann setze ich das hier oben drauf. Natürlich, klar, die Haare müsste ich jetzt wieder anders kolorieren. Aber vielleicht hätte man ja eine Farbe, wo das passt. Den Hintergrund würde ich auch anders kolorieren, aber hier diese Elemente, die ich so wunderbar aus dem Designerpapier nutzen kann, benutze ich natürlich auch. Sieht nett aus. Machen wir noch was Helles. Gucken wir mal noch, ob wir noch ein gelbes Pünktchen setzen können. Mal schauen, ob dort funktioniert. Gehe ich mal hier drüben an die Seite. Und hier gibt es so ein Element, das Kissen nämlich. Das gucken wir mal. Da ist zwar nicht viel zu sehen jetzt, aber ein Stück. Nehmen wir. Schneide ich ab. Hinten, das ist schon wieder die Ecke vom anderen Kissen. Das lassen wir weiß, aber das eine Kissen nehmen wir gelb. Seite. Ein bisschen fummelig. Und das setzen wir hier drauf. Ja, du bleib hängen. Genau, müssen wir ein bisschen auf die Zeit gucken. 5 Minuten sind nicht viel. Genau, da sitzt das Kissen. Das wird schon mal ein bisschen anbefestigt. Dann habe ich hier so ein Jeansband, das ziehe ich oben durch. Passt dann auch so ein bisschen zu dem textilen Look. Ja, und dann schneide ich hier, was übersteht, ab. Und du siehst, sogar das gelbe Kissen macht sich da vorne ganz gut. Ja, wieder eine Idee. Kolorieren ist ja ein weit gefasster Begriff. Hier oben werde ich noch ein kleines Bändchen drum binden. Das mache ich auch gleich. Ja, und so kannst du ganz viele Elemente eben ganz schnell mal so mit Farbe versehen. Kolorieren ist ja mit Farbe. Hier hinten noch die Schleife. Und dann ist das fertig. Ja, schreib mir ruhig, wenn du noch mehr solche schnellen, ganz schnellen kleinen Ideen sehen möchtest, die gerade so 5 Minuten brauchen. Die man vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat, aber nicht wusste, wie es geht. Oder gesehen hat und jetzt aber noch eine weitere Variante dazu bekommt. Schreib mir das einfach. Oder was du noch sehen möchtest beim Kolorieren. Es gibt auch die Reihe 5 Minuten Stempeln und 5 Minuten Kleben. Tada, gibt es demnächst auch. Ja, das war's. Meine Idee mit Designerpapier. Hier gibt es weitere Ideen, also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in einem meiner nächsten Videos.